So, wir sind jetzt hier an den Eingangsfelsen der Kuckucksburg. Die habt ihr schon ein paar Mal gesehen bei uns auf dem Kanal. So sieht es hier im Frühling aus. Da ist Nico. Da sehen wir die Öffnungen, wo die Balken drin sein gewesen sollen. Und wie wir hier sehen, hier sieht man wieder ein schönes Gesicht, wo wir gleich ausmessen werden, wohin dieses schöne Gesicht schaut. Ja, das ist das Gesicht. Mal schauen, wo es hinguckt. Der guckt in diese Richtung, so ungefähr, ne? Und dann, hier ist der Nico. Und wir haben hier auch gleich diese Visur, und das ist genau, die in die andere Richtung guckt. das ist genau Westen, 270 Grad Westen. Also das Gesicht schaut nach Westen, 200 wie viel? 270. 270 Grad nach Westen. Das ist die im Grunde laut Dokumentation Richtung Koppenbrücke zeigen soll. Und das zeigt jetzt hier, mach mal bitte das hochkant, kannst du das irgendwie? Gegen Süden, ne? Ja, richtig Süden. Also richtig nach Süden. Also Gesicht nach Westen, die Visur nach Süden. So, wir sind jetzt hier in dem Eingangsbereich. Also wie gesagt, das Gesicht schaut nach Westen, die Visur nach Süden. Laut einer Abhandlung soll es hier einen flachen Felsen geben in dem Bereich des Eingangs mit mit Lochreihen. Und wir haben hier einen flachen Felsen gefunden. Das ist ja aber nicht. Aber da sieht man zumindest jetzt noch keine Reihen mit Löchern. Hier hast du nochmal einen großen Kopf, der auch wieder nach Westen zeigt. Hier abgeschnitten, hier im Ganzen, Maul. Ja, Hier Schnauze, runter. Nase, Auge. Auge. Ja, und wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft, sieht man solche schönen Sachen. Ne? Wenn man sich das jetzt anguckt, sieht wirklich wie eine Schnauze aus. Ja. Und sie zeigt auch Richtung Westen. Genau. Das ist die andere Seite von dem Felsen. Hier ist die Visur, hier ist die Schnauze und auf der anderen Seite war der andere Kopf. Also man kann es richtig, hier die Schnauze, also das Maul, die Nase, das Maul. Ja, also das ist der Felsen, den wir von der anderen Seite mit dem anderen Kopf gesehen haben. Die beiden Köpfe zeigen nach Westen, da sieht man nochmal den Kopf ganz gut. Und hier ist die Visur, die nach Süden zeigt, wenn man von Innenraum guckt. Das ist das Auge sein. Weißt du? Okay, ja, also Nico sagt gerade, wenn man den ganzen Felsen jetzt betrachtet und diese Visur, die man hier sieht, als Auge nimmt, dann ist diese Ausrichtung von dieser Seite Richtung Osten. Ja, und das Auge verläuft jetzt von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord, kommt darauf an, von welcher Seite man guckt. Hier haben wir nochmal die Schnauze, die in diese Richtung zeigt, nach Westen. Auf der anderen Seite ist der andere Kopf. Und wenn man jetzt das als Auge nimmt, dann schaut er halt, dann ist die Schnauze hier Richtung Osten. So, hier haben wir auch noch einen Felsen am Eingang. Wenn man jetzt so guckt und hier runter guckt, diese Kerbe mitten drauf. Und da unten könnten Nasenlöcher sein. Also wenn der Stein jetzt anders gestanden hat, ursprünglich in waagerechten, wäre hier unten auch wieder ein Kopf, der nach Westen guckt. Und wenn man sich das genau hier anguckt aus der Nähe, dann sieht es auch wie ein Kopf. Der würde dann Richtung Osten gucken.
Hier an diesem Felsen ist hier eine ganz gerade Kante. Ja, ich gehe mal etwas näher dran. Ja, guck mal. So, wir sind mit Nico an einer Stelle angekommen, die ich noch nicht kannte. Und die haben wir schon mal glatte Felsen. Wir werden jetzt hier runtergehen und uns das Ganze mal anschauen. Ich hoffe, du hast genug Speicher. Ich gehe heute sowieso wieder mit anderen Augen hier rein, wie das letzte Mal. So, wir sind jetzt hier unten. Von hier oben sind wir gekommen. Und da ist eine Öffnung. Da gehe ich mal gucken, was sich da befindet. Manchmal muss man auch zurückblicken, sonst hätte ich es gar nicht gesehen. Vielleicht ist es keine große Öffnung, aber es sieht schon mal spannend aus. Ist ja auch nicht groß, wie wir sehen. Schade, leider geht es hier nicht weiter. Aber es sah schon mal spannend aus. So, wir verlassen uns auf meinen Nico, dass er weiß, was er tut. Der Weg wird gleich noch besser. So, ich filme mal jetzt kurz die glatte Wand hier. Hier ist nochmal schön die Flucht nach da auch noch. Ja, hier sieht auch. Und hier sieht man auch wieder eine gerade Kante. Und wir folgen jetzt Nico. Guck dir. Wir sind hier immer noch an der Kuckesburg, von der offiziellen Burg mit dem Felsen, Eingangsfelsen etwas entfernt. Das ist der nicht eingezeichnete, ne? Und hier, das, was wir hier haben, ist nirgends eingezeichnet, auch nicht als Steinbruch, falls das jemand jetzt als Idee haben sollte. Genau. So, das ist die andere Seite der Kuckesburg. Ja, auch wenn es so aussieht, als ob es vielleicht ein Steinbruch ist, ist es nicht, weil der Steinbruch ist auf der anderen Seite der Kuckesburg. Und das hier, was wir jetzt gerade hier gesehen haben und sehen werden, ist im Grunde nirgends eingezeichnet. Ja, deswegen kann es kein Steinbruch sein. Und zu den offiziellen Teilen der Kuckesburg gehört es auch nicht. Ihr wisst, wenn euch gefällt, hinterlasst mal ein Abo. Und wenn nicht, dann schweigt. Ja, wenn man sich fragt, wo der Eingang gewesen sein könnte, der könnte da gewesen sein. Da ist eine Öffnung, eine Schlucht. Ja, aber man sieht ja, wenn man von da reinkommt, hier ist ja alles voller Trümmer. Ne? Und ja. Ein Steinbruch also der heutige Steinbruch für mich ist ja eigentlich auch befahrbar. Ne? Das wäre ja überhaupt nicht mehr befahrbar, so viele Trümmer wie hier liegen. Das stimmt. Und wie gesagt, offiziell steht hier nichts drin. Es ist nirgends eingezeichnet, auch nicht als Steinbruch. Jetzt habe ich es. Und vor allem, wir werden ja geöffnete Kammern finden. Die werde ich dir jetzt zeigen. Und geöffnete Kammern findet man auch nicht in Steinbrüchen. Zumindest nicht bei denen, die nur als Steinbruch gedient haben. Genau. Wenn es eine zweite Nutzung war, kann es sein, aber bei normalen Steinbrüchen ist es halt nicht normal. Nee. So, jetzt sind wir hier wieder auf einer anderen Ecke, die sich vor uns geöffnet hatte. Das ist die zweite Ebene jetzt sozusagen. Ne? Ich habe gehört, Nico sagt, das ist die zweite Ebene.
Und hier soll dann das Land der Cairns sein. Ja, es gibt ja auch keine Straße hier rauf, ne? Also, das könnte man ja sagen, ist auch ein Steinbruch gewesen. Aber wo führt die Straße hoch, ne? Ja, Nirgends. Ich meine, das sieht zwar alles aus, als wenn sie es runtergeschmissen hätten, aber das macht ja alles gar keinen Sinn. Man arbeitet ja keine Steine ab, schmeißt sie dann hier hin und fährt dann weg. das ist wohl wahr. Aber hier haben wir auch eine schöne Wand gehabt. Vor allem, das sind Abertausende von Steinen. Aber wie ihr seht, so weit hier in der Pampa kommen solche Idioten und malen die Steine an. Antifa. So, hier sind wir wieder etwas weiter gekommen. Durch den Dschungel von Springer. Ja, von da hinten sind wir gekommen. Hier sieht man ein paar Wasserlöcher. Die sind nie befestigt, soweit ich das sehen konnte. Wir gehen jetzt einfach da, wo Nikov geht. Wir folgen ihm einfach mal. So, wir haben jetzt ein kleines Sumpfgebiet vor uns. Und Nico sagte, da hinten, diese Hügel, da sind die Cairns und wir werden dort gleich einen Größenvergleich machen. Ja, alles hier unter Wasser. Das ist auch wieder so ein Zeichen, ne? Was sollte denn hier ein Steinbruch sein, wenn hier alles unter Wasser ist, wenn es geregnet hatte. Und hier hat es schon lange nicht geregnet, ich glaube eine Woche lang nicht. Ja, konntest du hier auch nichts so richtig besehen. Aber für alles andere eine schöne versteckte Ecke, wo die Menschen nicht so ohne weiteres hinkommen. So, wie ihr seht, hier ist auch Wasser. Wie da vorne auch. Ja, hier. Wir werden jetzt hier etwas näher an den Felsen gehen und versuchen so nah wie es geht am Felsen vorbeizukommen, um dort zu gelangen. So, wir kämpfen uns hier immer noch durch, aber da sieht man schon mal im Vordergrund die schönen Felsen. Scheiße. Also wenn ich auf einmal weg bin, ne, da bin ich irgendwo Geh mal lieber da lang. reingefallen. Wieso? Hier vorne musst du aufpassen. Und ihr wisst, manchmal, wenn man irgendwo reinfällt, findet man auch was. Wenn man dann heile runtergekommen ist. Wasser. Na, stellt mal vor, wir gehen hier an, nichts Böses. Auf einmal ist ein Loch, wir fallen da runter und dann finden wir so einen kleinen Tempel. Du, hast du das mit diesem Oliver K. mitgekriegt? So, also wir sind schon mal hier durch das, wollte ich schon sagen, Mangrovenwald rübergekommen. Das ist dann sozusagen der niederdeutsche Mangrovenwald. Ne? Fichten, Kiefern und Feuchtigkeit. Genau. Deswegen sage ich, meine Tochter hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, das sieht aus wie bei Jumanji hier. Habt ihr gehört? Die Tochter von Nico sagte, das ist hier wie bei Jumanji. Merk dir mal den Weg. Warum? Hier kommst du trocken rüber, hier ist alles. Ja, Nico ist die Vorhut und hat gesagt, ich soll mir den Weg merken, den er gerade läuft. Nur ein bisschen blöd, wenn ich nicht darauf achte, wo er läuft, weil ich gerade gefilmt habe in der anderen Richtung. Ja, unter meinen Füßen die Wasser, ne? Da sieht man das vielleicht hier. Und da hört man es. Und man merkt, wie die Schuhe schon mal reingezogen werden. Aber wir sind jetzt schon mal raus aus dem Mangrovengebiet. So ein kleiner Rundblick, ne?
Da wollen wir hin. Von da hinten sind wir gekommen. Und wie ihr da merkt, wir sind jetzt auf einem kleinen Plateau, der ziemlich eben ist, wo viele Steine rumliegen, die nach Bearbeiten aussehen. Ne? Gerade Kanten sieht nach einem Dreiecksstein aus, wenn man sich das anguckt. Hier ist ein viereckiger Stein. Hier ist eine schöne Säule. Hier sieht man, könnte eine Säule gewesen sein, eine dreieckige. Hier ist auch nochmal ein Dreieckstein. Und da vorne. Und wie gesagt, guckt mal euch das an. Das ist eine kleine Erhöhung und das ist eine Ebene, auf der wir jetzt gerade sind. Genau. Und da ist ein Eingang. Das könnte auch eine Kammer gewesen sein. Ne? Ja. Hier ist richtig im rund ausgearbeitet. Hier vorne ist der Eingang, da gehen wir jetzt gleich rein. Am besten filmst du das mal jetzt. Warte mal kurz, ich wollte noch mal hier zur Kante gehen von diesem Plateau. Ja, hier haben wir auch so einen länglichen Stein. Und ich frage mich, wenn das wirklich Steinbruch gewesen sein soll, wieso lässt man solche schönen Steine hier liegen? Vor allem, ne, wie hätte man sie dann runtergebracht? Und hier sehen wir ja die Kante. Ja? Also es ist hier die Erhöhung, auf der wir jetzt stehen. Genau. Genau. Hier ist ein Weg zu erkennen. Und der führt hier hoch. Aber es sieht nach keinem offiziellen Wanderweg oder sowas, sondern vielleicht ein Weg für Jäger, weil da oben ein Hochsitz ist. Ja. Oder war es wirklich ein Durchgang zwischen den beiden Monumenten hier? Hier der Seite und der Seite, wo wir jetzt gleich reingehen, in den Eingang, wo ein Kerngein gewesen sein soll. Und das wird ein alter Weg gewesen sein, den sie aber konventionell genutzt haben, um die Bäume hier rauszuholen, schätze ich mal. Das kann ja auch sein. So, aber du siehst jetzt hier, ja, wenn man sich das jetzt anguckt, wo er hingeht, dann sieht man jetzt, dass das auch so eine Art Weg ist, der gepflastert links und rechts ist. also du siehst ja hier, ist alles gemauert. Schaut euch das mal einfach an. Ja, ich versuche das jetzt noch von Weitem hier, genau. Ja, hier hast du rechts Mauern, links ist eine Mauer und wir gehen jetzt einfach hier durch. So, wir drehen uns nochmal hier. Ne? Von da sind wir gekommen und da sieht man ja links und rechts. Hier ist gemauert. Hier sind Steine und dazwischen ist eine Lücke. Hier siehst du richtig so einen runden Platz hier. Ne? Ja, und wenn man sich das jetzt anguckt, ne, einmal so im Kreis, dann sieht man eigentlich, dass das Ganze eine runde Form hat. Also theoretisch war es hier der Durchgang und wir befinden uns jetzt in dem Kern, der es hier mal gegeben haben wird. Ne, weil deutet alles darauf hin. Hier ist noch ein kleiner Weg. Hier geht es in die Tiefe. Ne? Hier ist sozusagen die erste Stufe. Hier oben ist eine Umwallung. Ne, hier mal eine Mauer. Und diese Mauer, die hier führt, das ist so gesagt die jetzt linke Seite. Vorher beim Reingehen war es die rechte Seite. Und hier ist die andere Mauer. So, hier erkennt man das auch ganz gut. Wäre der Baum jetzt nicht da, würde man es noch besser sehen. Ne? Links eine Wallgeschichte, rechts eine. Wenn man sich da jetzt eine Kuppel drüber vorstellt, oder vielleicht auch nicht, dass es einfach ein Durchgang war und da unten fing der Kern an. Da waren wir gerade. Für komische. Auch hier haben wir auch wieder was. Ne? Steine, nochmal eine Reihe Steine. Und hier ist erstmal eine Schneise. So, wir sind einmal um diesen spitz zulaufenden Hügel. Ne? Macht euch selbst Gedanken, was das hätte sein können. In diese Richtung, da gehen wir jetzt hin. Geh du mal ein bisschen. Ah, scheiße. So, wir folgen jetzt Nico da hoch und schauen uns das
unter dem Stein mal an, ob man da irgendwas sehen kann, reinleuchten kann. Und wenn man reingeleuchtet hat, was man da sehen kann. Nee, geht nicht tief. Also wie man sieht, da kommt man nicht weit. Zumindest so auf den ersten Blick. Nee, da ist es zu Ende. Nee. Schade. Du hast gesagt, dass das war's noch lange nicht. Also falls einer von euch weiß, ne, Hä? warum es in diesen Gegenden, wo sowas ist, ne, so alte Cairns, Megalithbauten in Deutschland, immer Brombeeren wachsen. Ist das ein Zeichen? Wenn ich Brombeersträucher finde, viele auf einem Flecken, dass sich da irgendwelche Steinbauten befinden? Also ich kämpfe mich hier weiter durch. Ich bräuchte eigentlich einen Kameramann, der mich dann auch filmt. Weil sonst muss ich aufpassen, wo Nico ist, damit er nicht wegläuft. Und ich habe keine Hände frei. Ups. Oh. Nico sagte, wir befinden uns jetzt auf der 3. Ebene. Ja, von da hinten sind wir gekommen. Und ihr seht Nico da irgendwo im Vordergrund, da muss ich jetzt hin. So, und wenn man sich hier umguckt, ne, da sind wir hier wieder in der runden, freien Fläche zwischen Felsen. Ja, jetzt sieht man das System hier auch ein bisschen besser. Man sieht also da einen Weg reinführend und verschiedene Abzweigungen. Man sieht also hier, dass ja alles auch untermauert ist. Hier diese ganzen, wir sind jetzt also quasi auf der 4. Ebene hier, ne? Und hier gehen halt so die ganzen Verzweigungen lang. Hier geht ein Weg runter bis zur sogenannten Vorburg. Das ist da, wo wir vor 2 Wochen mal waren, mit den vielen Wellen. Und du siehst es ja, dann geht es hier lang noch, da geht eine Abzweigung lang, hier geht eine Abzweigung lang. Ja, das ist die Felsnekropole, von der Walter Haug gesprochen hat. Hier kann man es doch so Ich bin gut mir gar sehen. nicht sicher, ob er schon bis hierher gekommen ist. Ich glaube, die Ecke hat er gar nicht gesehen, als ich hier war. Meinst du? Dann hat er was verpasst. Ja, Also soweit nur- ich das war Walter nur in der ersten Anlage, wo die offizielle als Burg benannt ist mit seinem Tunnel. Für einen Steinbruch auf jeden Fall sehr merkwürdig. Also von da sind wir gerade gekommen. Da hinten waren wir auch. Bei diesem Hügel unten waren wir auch, den man da im Vordergrund sieht. Da gehen wir jetzt auch hin. Aber erstmal gehen wir in diese Richtung. So, wir werden hier runter in diese Schlucht gehen, die ihr hier seht. Und werden diesen Weg folgen. Und irgendwann kommen wir zu diesem Stein, der da hinten liegt. Ich hoffe, ich kann den jetzt anzoomen. Da ist er. Ja, also zu diesem Steinchen hier. Ja, Den kennt Nico auch noch nicht. und guck mal hier, wie viele Steine hier, wie viel das ist hier alles untermauert. Das ist ja dieser ganze Bergwall. Ja. Das sind ja Abertausende von Steinen. So, wir gehen jetzt runter und ich werde zusehen, dass wir hier heile runterkommen. Lass mal hier Deswegen vorne. filme ich jetzt nicht. Also Bergziege müsste man jetzt sein, das wäre dann viel einfacher, hier runter schadensfrei zu kommen. Hier sieht man schön die Steine unten. Die
die etwas zerfallen aussehen. Aber die waren mal früher aufeinander gestapelt. So, wir sind jetzt hier unten angekommen in der Schlucht. Ja, von da oben sind wir mehr oder weniger runtergerutscht, runtergefallen, runtergekommen. Und hier sehen wir jetzt schön diese Steinumrandung hier. Ja, da sieht man ja, dass die mal früher aufeinander waren. So. Warte mal, ich gehe nur mal gucken hier vorne. Ups. Bleib mal da, ich wollte nur mal was gucken. Ja, hier oben der Stein ist interessant. Ja, da sieht man ja im Grunde zwei Steine, die wie gemauert aufeinander liegen. So, wir gehen jetzt zu der Ecke, die Nico auch noch nicht kannte, und gucken uns mal hier die Steine an. Ja, hier haben wir Steine, hier sind Steine. Also es scheint eine runde Anlage gewesen zu sein. Sozusagen ein Steinkreis. Auf jeden Fall haben wir wieder eine Runde oder ein Plateau wieder hier, ne? So, und wir gehen jetzt zu diesem Stein. Ich gehe mal hier rüber. Ups. Schaut euch das einfach mal an. Ah, scheiß Ringe. Oh. Diese Drecksdinger. Ey. Ja. Was hier für Brocken liegen, ey. So, wenn ihr darauf achtet, ne? Sieht so aus, als ob das irgendwie zusammengehörig gewesen wäre. Nur zusammengefallen ist alles hier. Und mittendrin auf so einem kleinen Plateau sind diese Riesensteine. Alles um den Berg rum sind kleine Steine, teilweise aufeinander gestapelt, aber nicht solche Brocken, die wir hier gerade haben. Hier sieht man schön, dass irgendwas wirklich hier gestanden hat. Da sieht man richtig eine Mauer. Hier auch. Auf der rechten Seite. Ich gehe nochmal hin. Ja, also hier sieht man. Da oben auch hinter der Tanne. Da oben auch. Immer auch ein intaktes Mauerwerk. Ups. Gehe ich hier mal hoch. Ja, so. Da sieht man ja noch ganz deutlich, dass das eine Mauer Hier links ist. hier. Da oben. Ja, hier sieht man es. Wie hier die Mauer verlaufen ist. Ja, also ich gehe gerade, ups, die Steine bewegen sich. Und wir gehen jetzt da. Das ist die Kammer. So, wir sind hier oben und gehen mal Richtung Kammer. Falls ihr euch erinnert, das letzte Mal haben wir auch eine Karte gefunden. Das war eine Pik. Und hier haben wir eine Kreuz 7. Was es immer auch bedeuten mag.
Geöffnet und geschändet. Habt ihr gehört? Geöffnet und geschändet. So, ich drehe mich jetzt um und dann sieht man jetzt die Kammer. Ne? Guckt euch das mal an. Und der Eingang war wo hier von der Seite. Geh mal zur Seite. Ja, das war wohl der Eingang. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Hier ging mal rein. Und dann waren wir hier drin. Ups. Und wenn ihr so jetzt guckt, ne, ich bin jetzt in der Kammer drin. Hier ist es etwas höher. Und hier ist mir jetzt ja, bis zu halbem Oberarm. Und hier ist was zusammengekracht. Ein Stein. Ob er jetzt hier so gelegen hat oder stand, kann ich euch nicht sagen. Aber der gehört hier nicht rein. Da sehen wir auch eine Mauer. Und hier war vermutlich der Ausgang. Und nochmal rein. Oh, das, was ich hier im Vordergrund sehe, das ist das, wo wir durch diesen Steinweg gegangen sind. Also durch den Weg, wo links und rechts diese Steinmauern waren. Das ist jetzt der Blick von oben von den gegenüberliegenden Hügel. Hier unten soll die zweite Kammer sein. Da oben waren wir. Und wir gehen erstmal hier runter. Beziehungsweise Nico hat es schon gemacht. Und dann gucken wir uns die andere Kammer mal an. Die sieht genauso aus, also ist auch zusammengebrochen und geplündert, falls da mal was drin gewesen war. Aber die gucken wir uns auch mal an. Ups, wir müssen das Ganze abzukürzen. Nico wartet da schon. Und wir biegen jetzt hier ab und sind jetzt gleich in der anderen Kammer. Ja? Da seht ihr auch das Mauerwerk auf der Seite. Auf der Seite sehen wir gleich weiter. Ich hoffe, ich komme hier runter, ohne Nase zu fallen. Weil durch das Gestrüpp hier unten, ne, sieht man nicht wirklich viel. Aber wir versuchen unser Glück. Aua, aber ich bin drin. Ne, hier sehen wir jetzt Schöne Mauer, ne? die Mauer. Und da sieht man eindeutig, dass es eine Mauer ist. Und auf dieser Seite erkennt man auch ein Mauerwerk. Ne? Hier unten jetzt. Mit etwas größeren Steinen auch, ne? Ja. Und diese Kammer ist zumindest jetzt noch etwas höher erhalten als die, in der wir gerade oder ich gerade drin war. Weil die ist höher als ich es bin. So, und hier nochmal ein Blick in die allererste Kammer, die wir heute gesehen haben. Hier vorne sind wir ja durchgegangen. Und hier sieht man auch das Mauerwerk. Ja, da, wo die Sonne jetzt gerade durchkommt, an diesem Baum, war der Durchgang. Hier ist die zweite Kammer und auf diesem Hügel war dann die dritte.